Wir analysieren heute die Givaudan-Aktie, der Weltmarktführer für Aromen und Duftstoffe aus der Schweiz. Ist das ein gutes Investment? Wir schauen heute tief rein in die Zahlen, wir schauen auf die Profitabilität, auf die Belohnung für uns Aktionäre in Form von Dividendenrückkäufen und auch des Total Returns. Wir machen eine Bewertung der Sicherheit durch die Verschuldungskennzahlen, schauen, wie die aktuelle Bewertung der Aktie so am Markt ist, was eigentlich das Fair Value wäre und vergleichen die Givaudan mit Konkurrenten aus der Duftstoff- und Aromastoffbranche, unter anderem auch Symrise aus Deutschland. Also seid gespannt, seid dabei und wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann freue ich mich sehr über ein Like und auch über ein Abo für meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Wie immer ist das hier keine Anlageempfehlung, ich analysiere Aktien mit euch und ihr entscheidet selbst, wie ihr mit eurem Geld umgeht und in was ihr investiert. Die Givaudan, die unterteilt sich in zwei verschiedene Sparten. Die erste ist Fragrance und Beauty, das sind Duftstoffe für Haushaltsprodukte, Parfüms, Kosmetika und damit verkaufen sie ihre Produkte unter anderem an Kunden wie die Unilever, L'Oreal oder auch andere Parfümhersteller oder Procter & Gamble. In ihrem zweiten Segment Taste und Wellbeing, da verkaufen sie Aromastoffe und funktionale Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie und die Getränkeindustrie. Die Geschmäcker, die ihr zum Beispiel in Chips oder in Energy Drinks erlebt, die kommen in vielen Fällen auch von Givaudan. Die Givaudan ist schon im Jahr 1895 gegründet worden in Zürich. Mittlerweile wurde der Hauptsitz aber nach Vernier verlegt in die Nähe des Genfer Sees. Eine lange Zeit von den 70er Jahren bis zum Jahr 2000 hat Givaudan zur Roche gehört, wurde dann aber eigenständig und ist seitdem auch eigenständig an der Börse gelistet. Mittlerweile ist Givaudan zum Weltmarktführer aufgestiegen. Das ist aber auch durch Zukäufe passiert, nämlich durch die Duft- und Aromastoffsparten von Nestlé und Unilever, die sie zugekauft haben. Sie haben mittlerweile 16.000 Mitarbeiter und machen rund 7 Milliarden Schweizer Franken Umsatz. Und im Jahr 2024 ist der Umsatz sogar von 7 Milliarden auf 7,4 Milliarden gewachsen. Das Segment Fragrance und Beauty sogar um über 10%. Und auch seit mehreren Jahren sieht man das eigentlich recht konstant. Der Umsatz, der steigt im Schnitt immer so um die 5% pro Jahr und die Margen bleiben auch recht hoch und stabil. Als globaler Weltmarktführer bei Aromen und Duftstoffen, da haben sie eine hohe Präsenz in über 180 Ländern. Und die Stärke von ihnen liegt aber auch in der Innovationskraft und in der Forschung, denn sie stellen viele natürliche Düfte her, nachhaltige Inhaltsstoffe und auch Hightech-Lösungen. Und die Chancen entstehen vor allen Dingen auch durch den Trend zum Clean Label und mehr natürlichen Produkten. Und sie expandieren auch momentan stark in Schwellenländer und tätigen gezielt Übernahmen, mit denen sie noch weitere Geschmackstrends auch bedienen können und ihre Technologiekompetenz damit auch ausbauen können. Ja, aber trotz ihrer starken Marktposition, da kämpfen sie auch gegen ein paar Herausforderungen, vor allen Dingen gegen die steigenden Rohstoffpreise, aber auch die Lieferkettenkosten, vor allen Dingen bei den natürlichen Inhaltsstoffen. Dazu kommt aber auch noch wachsender Regulierungsdruck durch strengere Umweltauflagen und auch der Wettbewerb, der zieht natürlich an, womit die Margen dann unter Druck geraten, besonders in schwächeren Konsumphasen, was man auch jetzt momentan sieht, dass es Konsumgüterhersteller wie Procter & Gamble auch an der Börse und im Weltmarktumfeld nicht leicht haben. Und mit ihren über 160 Standorten weltweit, da steigt halt auch gleichzeitig die Komplexität, denn Qualität, Kosten und Prozesse, die müssen halt global auch perfekt miteinander abgestimmt sein. Aber der CEO Gilles Andrier, der zeigt sich optimistisch, denn trotz geopolitischer Unsicherheiten läuft das Geschäft in allen Segmenten eigentlich stabil und deswegen kommt seine Botschaft auch ganz gut an, denn Givaudan liefert weiter stark ab, dank spezialisierter Produkte und einer sehr treuen Kundenbasis, die sie auch haben über lange Jahre. Mit einer operativen Gewinnmarge von knapp 19%, da gehört Givaudan zu den profitabelsten Unternehmen der Branche. Das sehen wir auch später noch im Wettbewerbervergleich. Die Eigenkapitalrendite liegt bei rund 26% und zeigt halt, dass das Kapital schon stark eingesetzt werden kann. Auch der Return on Invested Capital von über 13% belegt, dass Givaudan stabile Gewinne erwirtschaftet und das gesamte Kapital effizient einsetzen kann. Für uns Aktionäre, da ist Givaudan so ein klassischer Qualitätswert. Das zeigt sich auch in der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite liegt nur bei 2,1%. Bei einer Auszahlung von aktuell 70 Franken je Aktie. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so spektakulär, aber die Givaudan erhöhen die Dividende seit 16 Jahren schon ohne Unterbrechung. Die Ausschüttungen sind jetzt auch nicht wahnsinnig gestiegen, denn in den letzten 5 Jahren wurde die Dividende um knapp 2,7% pro Jahr erhöht, also knapp oberhalb der Inflationsrate. Über 10 Jahre betrachtet um 3,6%.
Und die Ausschüttungsquote liegt aktuell bei rund 55% auf den Gewinn, ist aber leicht rückläufig. Das heißt, sie haben hier noch ein bisschen Luft nach oben. Auf den freien Cashflow, da schütten sie 59% aus. Das ist auch noch ein recht gesundes Niveau. Und das, was vom Gewinn nicht ausgeschüttet wird und übrig bleibt, wandert zurück ins Eigenkapital und damit entsteht die nachhaltige Wachstumsrate von 11,6%, was die Givaudan theoretisch intrinsisch jedes Jahr wachsen könnte. Ja, neben den Dividenden, da beteiligt Givaudan seine Aktionäre aber auch durch Aktienrückkäufe, wenn auch in geringem Umfang. Im Moment liegt die Aktienrückkaufrendite bei 0,1%. Also aktuell läuft ein kleines Aktienrückkaufprogramm. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie sich denn ein Investment in die Givaudan auf die letzten Jahre so rentiert hätte. Auf Sicht von 10 Jahren liegt der Total Return inklusive Dividenden bei rund 115%, also etwas mehr als eine Verdopplung. Ohne Dividenden wären es immerhin auch noch 81% gewesen. Und in den letzten 5 Jahren, da sieht das Bild aber ein bisschen schwächer aus, denn mit Dividenden hätten wir tatsächlich immer noch einen Total Return im negativen Bereich von minus 7% erlangt. Und ohne Dividenden hätten wir sogar einen reinen Kursverlust von 15% erlitten. Dann betrachten wir jetzt mal die Sicherheit eines Investments und besonders die Verschuldungskennzahlen. Und die zeigen eigentlich eine positive Tendenz, denn die Verschuldung, die geht zurück. Die Gesamtverschuldungsquote im Verhältnis zum EBITDA liegt aktuell noch bei 2,8. Das heißt, Givaudan könnte die Schulden in unter 3 Jahren tilgen. Die Gesamtverschuldung zum Eigenkapital ist ebenfalls rückläufig und liegt noch bei 104%. Sie haben also ungefähr genauso viel Eigenkapital wie Schulden. Der Zinsdeckungsgrad, also wie oft Givaudan seine Zinsverpflichtungen mit dem EBIT auch bedienen könnte, liegt bei über 12. Das ist eigentlich auch in Ordnung. Und der Free Cashflow, der ist auch zuletzt wieder angestiegen, was Givaudan wieder Spielraum gibt, sowohl für Dividenden, für Rückkäufe, aber auch für Investitionen ins eigene Unternehmen. Beim aktuellen Aktienkurs von 3.328 Franken ist der Buchwert je Aktie bei rund 496 Franken und der materielle Buchwert, also Substanzwert ohne immaterielle Werte wie Marken, Patente, sogar bei minus 27 Schweizer Franken. Hier steckt auch jede Menge Goodwill drin, auch durch die Übernahmen der Duft- und Aromasparten von Nestlé und Unilever. Der Buchwert an sich, der ist aber in einer positiven Richtung unterwegs, also entwickelt sich positiv. Und das ist auch erstmal kein schlechtes Indiz. Ja, die Aktie ist ja ganz schön gefallen in letzter Zeit, vor allen Dingen in den letzten 5 Jahren. Dann müsste die Bewertung ja sehr günstig sein. Aber Givaudan ist kein Schnäppchen, denn das KGV liegt immer noch bei 26 und im Forward KGV erreichen sie auch 22. Das Preis zum Free Cashflow-Verhältnis liegt auch bei 26, also sie sind schon wie ein hoher Qualitätswert auch bewertet. Und das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 8 zeigt auch, dass die Aktie gar nicht so wahnsinnig günstig bewertet ist. Das Ganze sieht man verstärkt auch bei der Fair Value Betrachtung hier von Investing Pro, denn sie ist relativ fair bewertet zurzeit. Bei 2,7% Upside-Potenzial wird hier ein Kurs von 3.417 Schweizer Franken, also leicht über dem aktuellen Kurs, auch prognostiziert. Die Modelle zeigen aber auch eine recht enge Spanne zwischen 3.243 Franken und 3.833 Franken, was auf eine sehr geringe Unsicherheit auch hinweist bezüglich der Bewertung. Und besonders die Discounted Cashflow-Modelle und die Multiples-Bewertungen, die liegen schon alle ziemlich nah beieinander, von rund 3.300 bis 3.500 Franken. Die Analysten sehen es hingegen wieder etwas optimistischer, denn sie sehen im Schnitt so ein Kursziel von rund 4.000 Schweizer Franken und damit ein Potenzial von 20% nach oben. Kurzer Einschub. Das Tool, mit dem ich immer meine Aktien analysiere, heißt Investing Pro von investing.com. Und dieses Tool bietet die Möglichkeit, halt tiefe Einblicke in die verschiedenen Unternehmen und die Aktien zu erhalten, aber auch durch die ProPix KI. KI-basierte Modelle, die sich zum Ziel gemacht haben, Aktien auszuwählen, die das Potenzial haben, die Indizes outzuperformen. Zum Beispiel der Alpha Germany Select, der den DAX outperformen möchte. Jeden Monat wird das neu gewichtet, die KI identifiziert neue Aktien, die halt die Chance dazu haben. Und wenn wir hier mal reinschauen, sehen wir, dass im Monat November die Knorr-Bremse neu hinzugekommen ist, sogar die Bayer, die Hannover Rück, die Traton und so weiter. Und man sieht auch immer die Bewertung, warum es diese Unternehmen in die KI-Strategie diesen Monat reingeschafft haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, das ist richtig cool, dann schaut gern mal unten in meine Videobeschreibung und in den obersten angehefteten Kommentar. Da findet ihr einen Link, also meinen Affiliate-Link. Und ihr erhaltet auch aktuell noch einen schönen Herbstrabatt. Jetzt ist ja auch Black Friday, dann gibt es auch nochmal Rabatte. Schaut echt mal rein und über meinen Link bekommt ihr noch 15% extra.
Um zu bewerten, wie die Givaudan tatsächlich dasteht, da müssen wir sie jetzt mal mit Wettbewerbern vergleichen. Und Givaudan dominiert mit ihren rund 25% Marktanteil klar die Branche. Der größte Konkurrent ist EFF, also International Flavors and Fragrances aus den USA, mit 22% Marktanteil. Gefolgt von Symrise aus Deutschland und DSM Firmenich mit jeweils um die 11-12% Marktanteil. Ein kleinerer Wettbewerber ist noch Takasago aus Japan mit einstelligem Marktanteil. Daneben gibt es aber noch kleinere, spezialisiertere Anbieter wie Maine, wie Robertet oder auch die Kerry Group, die halt in Nischen stark aktiv sind. Und der Markt ist sehr konzentriert, aber auch hart umkämpft. Mit 18,9%, da hat die Givaudan die höchste operative Gewinnmarge. Symrise liegt mit 15% darunter. DSM Firmenich ist auf dem dritten Platz mit nur 8,7%. Dann EFF mit 6,8% und Takasago das Schlusslicht mit 6,4%. Am schnellsten wachsen tut aktuell aber die EFF. Denn das Bruttoergebnis in den letzten 5 Jahren im Schnitt ist um über 14% gestiegen und der Umsatz um über 17%. Hier ist Givaudan das Schlusslicht, denn sie sind nur um 5,3% und um 3,6% jeweils gestiegen. Die anderen bewegen sich hier so im Mittelfeld. Bei den Kapitalrenditen, da führt Givaudan wieder klar den Markt an, denn sie haben eine Eigenkapitalrendite von 25,4% und ein ROIC von 13,4% und sind damit deutlich vor allen Konkurrenten. Der zweitbeste Konkurrent ist hier die Symrise mit 8,1% ROIC und 12,5% Eigenkapitalrendite. Das ist aber knapp die Hälfte nur von Givaudan. Wenn wir jetzt die Belohnung für uns Aktionäre vergleichen in Form von Dividenden und Ausschüttungsquoten, dann sehen wir, dass hier die Takasago gewinnt, weil sie eine vergleichsmäßig hohe Dividende haben bei sehr geringer Ausschüttungsquote. Sie haben nämlich 3,2% Dividendenrendite und schütten nur 35% aus. Givaudan hingegen hat nur 2,1% Dividendenrendite, schütten aber über 50% aus. DSM Firmenich hat zwar die höchste Dividendenrendite unter allen hier mit 3,5%, sie schütten aber weit über 60% aus und das finde ich schon recht hoch. Mit Aktienrückkäufen hingegen belohnt uns aktuell DSM Firmenich am stärksten, denn sie haben eine aktuelle Rückkaufrendite von 3,6%. Das wechselt natürlich immer, weil Unternehmen hier und da mal ein Aktienrückkaufprogramm haben und hier die aktuelle Rendite halt nur zum aktuellen Zeitpunkt auch gesehen werden kann. Givaudan kauft ja aktuell auch geringfügig Aktien zurück, ungefähr genauso viel wie EFF. Und Symrise und Takasago scheinen zurzeit kein Aktienrückkaufprogramm zu haben. Bei der Verschuldung, da liegen die Unternehmen hier alle recht nah beieinander. Givaudan liegt so im Mittelfeld mit 2,7 mal EBITDA. EFF ist am stärksten verschuldet mit 3,5 mal EBITDA. Und am schwächsten ist hier die Symrise verschuldet mit 2,3 mal EBITDA und damit ist das hier der Gewinner. Wenn wir uns jetzt anschauen, was der Total Return, also inklusive Dividenden dieser Unternehmen in den letzten 5 Jahren war, dann zeigt sich ein sehr überraschendes Bild. Denn nur mit Takasago hätten wir eine positive Rendite von 265,3% erreicht, während alle 4 anderen Wettbewerber, Givaudan, Symrise, EFF, aber auch DSM Firmenich, uns eine negative Rendite beschert hätten. Hier ist Givaudan von diesen 4 verbliebenen Unternehmen mit negativer Rendite noch die am besten abgeschnitten haben. Und obwohl die Takasago uns die stärkste Rendite gebracht hätte, sind sie trotzdem am geringsten bewertet, also haben das niedrigste KGV von 11,9 und sind damit hier der Gewinner. Givaudan ist mit 28 ja recht hoch bewertet, DSM Firmenich aber ebenfalls mit 24, die Symrise noch mit 19 und bei der EFF, da gibt es sogar einen negativen KGV, weil die Gewinne wahrscheinlich eingebrochen sind. Das stärkste Upside-Potenzial sehen die Analysten und auch die Fair-Value-Bewertung von Investing Pro hingegen bei der Symrise aktuell. Denn die Analysten sagen bei Symrise ein Potenzial von 47,2% voraus und die Fair-Value-Modelle 31,9% Upside-Potenzial. Bei Givaudan ist es wesentlich geringer, da sagen die Analysten nur ein Upside von 17,6% und die Modelle von 2,5% voraus. EFF hat noch relativ hohes Aufwärtspotenzial. Die Analystenschätzungen, die sagen 27,3% Upside voraus und die Fair-Value-Modelle 16,2%. Bei DSM Firmenich, da habe ich keine Analystenkursziele, aber das Fair-Value-Upside liegt bei 24,2% und bei Takasago noch bei kleinen 2,7%. Ja, dann komme ich mal zum Fazit. Lohnt sich ein Investment in die Givaudan? Ja, wie immer die Antwort, jein.
Die Dividendenrendite von 2,1% ist jetzt nicht so besonders hoch, dass es für Dividendenjäger irgendwie relevant sein könnte. Dividendenwachstumsinvestoren, die bleiben hier auch auf der Strecke, denn die Wachstumsraten von knapp über 2% sind jetzt auch nicht so Bombe. Das Unternehmen ist allerdings der Weltmarktführer in einer Branche, die sehr wichtig ist für viele Industriezweige. Und die Givaudan hat damit auch einen kleinen Burggraben, denn Unternehmen binden sich ja langfristig an ihre Duft- und Aromastoffhersteller, um langfristig auch die Aromen und Düfte für ihre Produkte herzustellen. Die wechseln ja auch nicht ständig und so ist es schon ein Hindernis, hier einfach den Hersteller zu wechseln. Wenn ihr euch für die Givaudan interessiert, dann ist vor allen Dingen interessant, dass sie der Weltmarktführer sind und dass sie auch die höchsten Profitabilitätskennzahlen haben. Das heißt, sie haben die höchste Eigenkapitalrendite, den höchsten ROIC und auch die höchsten Gewinnmargen. Und das ist schon ein gutes Indiz, dass sie die Branche auch anführen. Von der Bewertung her sind sie im Moment recht fair bewertet, obwohl sie auf einem Abwärtstrend sind. Und da würde ich, falls ihr euch für ein Investment interessiert, nochmal auf ein kleines Indiz warten, dass die Aktie auch mal wieder etwas anspringt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Habt einen schönen Tag. Bis bald und ciao, ciao.